Ja, wir mussten unsere Rückreise nach Deutschland canceln. Was genau dahinter steckt, erkläre ich euch nach dem Intro. Tja, was hatten wir alles vor? Wir wollten, wenn wir wieder zurückfahren nach Deutschland, den ganz besonderen Weg nehmen, und zwar hier in der Türkei noch ein bisschen bleiben, dann über Bolu nach Çanakkale, dann nach Griechenland, Albanien, dann mit dem Schiff rüber nach Italien, dann durch den Stiefel durch nach Sizilien, Sardinien, Korsika, wieder Italien, in die Schweiz und zurück nach Deutschland. Wir haben bereits Mitte August mehrfach Informationen bekommen von zum einen Leuten vor Ort, dann natürlich auch aus den Medien, dass dort eine irrsinnige Hitzewelle läuft mit teilweise bis zu 48, 49 Grad. Da wurden wir das erste Mal stutzig und haben gedacht, naja, wenn es denn so wird, werden wir da garantiert nicht lang fahren. Das ist zum einen für unsere Gesundheit nicht gut und zum anderen natürlich auch für Ateş nicht gut. Deswegen haben wir gedacht, okay, gucken wir mal weiter. Dann ging es weiter, die Hitze blieb, auch hier in der Türkei, auch schon in Bolu 35 bis 39 Grad, auch Çanakkale die Ecke, auch in diesen 40er Bereichen, also alles sehr hoch und es wurde irgendwie nicht weniger. Das, was allerdings mehr wurde, waren Unwetter, die dann plötzlich in Italien herrschten. Dann haben wir Waldbrände gehabt, die uns auf dem Weg hätten getroffen. Und irgendwann mussten wir dann auch die Entscheidung treffen, weil wir auch alles dann noch stornieren konnten, dass wir das sein lassen dieses Jahr. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also aufgrund dieser ganzen Wetterverhältnisse, die in diesem Jahr waren, und das war auch ein bisschen Extremwetter eigentlich, haben wir uns entschlossen, die Tour abzublasen. Ja, das heißt, wir hätten knappe 15 Tage, glaube ich, 16 Tage hätten wir für diese Tour gebraucht, dass wir diese 15 Tage hier dann weiter in der Türkei verbringen wollten oder auch werden. Ja, wir sind dann in Planungen übergegangen, was man stattdessen machen könnte. Und ja, haben uns erstmal dazu entschlossen, wir bleiben einfach noch ein bisschen hier und werden dann einen Rückweg wählen, der so ein bisschen normaler ist, also auf unserer normalen Route liegt. Und jetzt haben wir unsere Rückreise dann auch mal geplant. Unsere Rückreise wird jetzt auch über Çanakkale zwar gehen. Wir werden in 2 Tagen in Çanakkale sein, dann uns das dort ein bisschen angucken, dann nach Edirne weiterfahren, dort auch wieder übernachten. Wir werden also den Rückweg jetzt ein bisschen gechillter angehen. Insgesamt etwa 6 Tage brauchen, bis wir Anfang Oktober dann wieder in Deutschland zurück sind. Ja, nach Edirne werden wir nach Rumänien wieder fahren, durch Rumänien wieder durch, also um Serbien rum. Dann über Győr in Ungarn. Dann werden wir Richtung München weiterfahren, im südlichen Bereich. Wir werden nochmal nach Schaffhausen fahren. Der Rheinfall war ja auf unserer eigentlichen Tour auch geplant. Und naja, wir werden ihn jetzt machen. Und werden dann da vorbeifahren und werden von dort aus dann halt auch nach Deutschland zurückfahren. So ist der Plan, der jetzt feststeht. Wir werden dann schon in den nächsten Wochen, Tagen, naja, Wochen sind es nicht mehr, es sind jetzt nur noch Tage, werden wir dann losfahren und ja, unseren diesjährigen Urlaub beenden. Und zwar einigermaßen schön. Es ist ein bisschen schade, dass wir diese Tour ursprünglich geplant war, jetzt nicht fahren können, aber wir werden sie noch mal irgendwann fahren.
gegebenenfalls dann auch im Frühjahr, wo es noch nicht ganz so heiß ist, wenn es dann halt ein bisschen regnet, mein Gott, dann regnet es halt. Aber diese irrsinnige Hitze und dann auch diese Waldbrände, die dann auf dem Weg waren, das sah ziemlich schlimm aus. Ja, da möchten wir jetzt nicht unbedingt auch noch mal hin, und wir hätten auch teilweise in Gebieten übernachtet, beziehungsweise hatten Hotels gebucht, wo von Feuer bedroht waren. Die Hotels sind dann teilweise mit denen schon gefüllt worden, die in der Nähe ihre Häuser verloren haben. Das wollen wir auf keinen Fall irgendwo dann in Frage stellen. Deswegen ist auch hier dann der Grund, die Reise dann da abzusagen. Ja, was dann noch passiert ist, dass ich mir bei einer Jaila-Tour, wir waren ja insgesamt diesmal 3 Mal in Jaila, bei dem Höllenritt auf dem Weg zurück, wir haben richtig schnelle Zeit gehabt dieses Mal. Normalerweise brauchen wir so 3 Stunden, habe es in 2 Stunden 10 geschafft, allerdings mit 2 Einschränkungen. Zum einen, ich habe einen Hexenschuss bekommen und war dann mal 2 Tage außer Gefecht. Das Sitzen im Auto ist jetzt im Moment noch nicht ganz so 100%, wie es sein soll. Es sind noch ein paar Tage bis zur Rückfahrt, aber normalerweise wären wir jetzt schon unterwegs, und das wäre doch ein bisschen schwierig geworden, wenn ich da jetzt mit diesem Hexenschuss gefahren wäre. Zum anderen muss das Auto morgen nochmal in die Werkstatt. Auch das Auto hat eine kleine Macke wohl bekommen. Es gab Klappergeräusche, denen sind wir auf den Grund gegangen, und ja, Lenkgestänge hat ein paar Probleme, und das ist ja wichtig. Deswegen wird das dann morgen gemacht. Wir waren die letzten Tage schon in der Werkstatt. Die haben sich das angeguckt, haben die Teile jetzt bestellt. Jeep ist hier so ein bisschen schwierig, aber gut, Teile sind bestellt, die sind wohl heute gekommen, und morgen früh geben wir das Auto ab, holen es dann morgen Abend wieder zurück. Und dann denke ich mal, dass wir dann auch ordentlich nach Deutschland wieder zurückgehen konnten. Was wir auch noch vorgehabt hatten, war eigentlich eine Inspektion nochmal fürs Auto zu machen. Nur das muss bei einer offiziellen Jeep-Werkstatt gemacht werden. Die ist etwa 150 Kilometer von hier entfernt. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber gut, dann machen wir es halt entsprechend in Deutschland. Kostet halt ein paar Euro mehr. Ja, so sieht es aus mit unseren Plänen mit der Rückfahrt. Auf der Rückfahrt werden wir natürlich auch das eine oder andere uns angucken. Rheinfälle, Schaffhausen, Çanakkale, das Gebiet werden wir uns angucken. Da werde ich dann natürlich auch darüber berichten, was da so das Besondere daran ist. Dann werden wir auf dem Weg nach Deutschland eben über Rumänien und Ungarn fahren. Da gibt es auch das eine oder andere, was man sich angucken kann. Und wir haben die Tagestouren jetzt auch so gewählt, dass es nicht ganz so tragisch ist, dass man sich dann da auch durchaus mal was angucken kann. Was ich jetzt beim Buchen der Hotels dann auch wieder festgestellt habe, es war schön in der Türkei und im Ausland, aber ich habe die 2 Hotels, musste ich in Deutschland buchen. Ja, da kommst du halt mit Hund nicht unter 100 Euro raus. Alles ein bisschen teuer geworden. Ich denke mal, dass wir uns dann an die Preise in Deutschland wohl wieder ordentlich gewöhnen müssen. Und ja, ob mir das so Spaß machen wird, ich glaube es eher nicht. Habe ich Lust, zurück nach Deutschland zu fahren? Ganz klar, nö. Also ich könnte das Ganze hier noch weitermachen. Wir haben uns hier herrlichst eingelebt, und wir waren jetzt über 2 Monate hier, oder nee, 2 Monate etwa hier. Doch, es waren über 2 Monate sogar. Und ja, ich habe mich hier wohlgefühlt. Wir können hier super leben. Auch dazu werde ich natürlich nochmal das eine oder andere Video machen. Wir haben sämtliche Kosten mal aufgeschrieben, damit man einfach auch mal so sehen kann, was kostet hier so ein Aufenthalt. Ich will jetzt nicht sagen Urlaub, auch da gibt es nochmal ein Video dazu. Sind wir im Urlaub oder leben wir hier? Das war so ein kleiner geflügelter Spruch von uns. Wir haben jetzt keinen Urlaub, wir leben hier. Je nachdem haben wir es auch mal umgedreht, aber okay. Ja, auch da gibt es dann nochmal ein Video dazu. Ist es billiger hier zu leben, oder wie ist überhaupt das Leben? Mit wie viel Euro kommt man hier locker aus? Da gibt es dann auch nochmal
ein Video dazu. Gut, aber heute wollte ich erstmal informieren über den Abbruch unserer Rückreise beziehungsweise dann auch das Umstrukturieren der Rückreise. Wer wissen will, wie wir dann zurückfahren, wo wir langfahren, uns begleiten möchte, der kann gerne unseren Kanal abonnieren. Einfach unten auch auf die Glocke drücken, Kanal abonnieren drücken und dieses Video am besten auch noch liken. Und dann werdet ihr auch informiert, wenn wir dann wieder unterwegs sind. Bis dahin gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Videos, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Wir haben einige Projekte noch am Laufen. Ob das nun klappt, werden wir dann auch noch sehen. Aber ja, schauen wir dann einfach mal. Soweit von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bleibt weiterhin gespannt und bis dann.